Hallo und herzlich willkommen zum Basteln von dem Mausritter-Abenteuer Stinkstadt. Ich zeige euch heute einmal, wie wir gemeinsam die Abenteuerteile ausschneiden und zusammenkleben. Ich möchte euch erstmal noch zeigen für diejenigen, die das selber zu Hause ausdrucken, wie man das machen kann, wie das aussehen sollte. Ich habe hier 260 Gramm Papier verwendet, schwarz-weiß. Und die Teile sollten so aussehen, dass das hier auf Vorder- und Rückseite sind, in der kurzen Kante gespiegelt. Und dann dieses Teil hier. Das hier ist mit den Ausschneideteilen. Hier ist auf der Rückseite einfach dieses Mauermotiv, damit das gut abgestimmt ist. Diese Seite kann dann auch weiß bleiben, falls ihr euren Drucker stört. Dann gibt es hier die Erklärseite. Die sollte so aussehen. Und der letzte Bogen ist das Gegenständeblatt. Hier ist wichtig, die Bodenklappen müssen stimmen. Hier ist es auf einer kurzen Kante gespiegelt, sodass das hier die Rückseite bildet von diesem. Dann kommen wir kurz zu den Materialien, die ihr heute braucht, außer den Papieren. Lineal ist wichtig, eine Schere, eine scharfe Schere, die vielleicht eine gute Spitze hat, damit ihr nicht gut reinkommt. Dann braucht ihr so etwas wie ein Pfriem oder eine andere scharfe Kante, mit der ihr gut die Kanten vorfalzen könnt. Man kann die Rückseite von der Schere nehmen, nicht die schneidende Seite, sondern die Rückseite, eine Stricknadel vielleicht oder andere Dinge, die euch einfällt. Ansonsten braucht ihr Kleber. Ihr könnt auch probieren, einen Prittstift zu nehmen. Ich habe jetzt aber einmal den Flüssigkleber verwendet. Aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und auch ein Tuch, falls etwas zu viel Kleber dabei ist, dass ihr das gut wegstreichen könnt. Dann fangen wir mit dem ersten Schritt an, und zwar mit diesem Bogen. Hier müssen wir diese Kante vorfalzen, und ich würde hier nicht einfach nur die Hälfte von dem Blatt Papier nehmen, sondern hier tatsächlich genau diese Kante, die Unterkante von diesen Buchstaben vorfalzen, damit ihr das einfach gut trefft nachher und die beiden Seiten gut aufeinander passen. Das werden wir das jetzt hier falten. Dass es eine schöne Kante ergibt. Und es kann tatsächlich sein vom Druck her, dass das hier oben nicht ganz passt. Das ist aber nicht so schlimm. Wichtiger ist eben, dass diese Stellen, die nachher miteinander verbunden werden, passen. Als nächsten Schritt nehmen wir uns diesen Bogen vor. Hier würde ich auch vorher alles falzen, bevor es ausgeschnitten wird. Das wird einfach ein bisschen akkurater und ich kriege die verschiedenen Säulen hier zum Beispiel viel besser auf eine Höhe. Das heißt, ich würde hier unten anfangen. Ja, auch alle auf einer Linie sehen. Und gehe weiter nach vorne. Eigentlich sind alle Falzlinien mit schwarzen Pfeilen markiert. Zusätzlich immer an diesen weißen Klebekästen auch die untere Kante, die quasi weiße Kasten mit diesen verbindet. Hier, das ist die Oberkante von der Brücke, die es nachher gehen wird. Muss man etwas aufpassen, weil hier wird nachher eingeschnitten, hier ist eine weiße Linie zu sehen. Hier ist die Falzlinie bis hier drüben und hier ist wieder eine weiße Linie. Man kann es ein bisschen erkennen, dass hier das Moos immer die Kante darstellen soll, dass das hier nachher der sichtbare Frontbereich ist. Diese Teile hier werden weggeklappt. Also würde ich jetzt hier nur vom weißen Strich schauen, dass das genau gerade ist. Bis hier drüben, auch wieder bis zum weißen Strich, das schon mal vorfalzen. Hier oben an die Klebestellen, an der Kante, das vorfalzen. Und dann haben wir hier oben auch wieder da, wo die schwarzen Pfeile sind. Da macht sich das ganz gut, wenn man schon links und rechts auf einer Höhe hat. Die Teile sind immer symmetrisch. Und hier oben wieder die Klebeteile. Das andere Stückchen hier, das hier besteht aus 3 Teilen. Das eine ist der Wasserfall und dann links und rechts die Teile. Beim Wasserfall ist das nur hier oben der Fall. Hier von diesen Teilen haben wir das auch immer symmetrisch. Das heißt, ich richte es gerne links und rechts
aus, sodass es halt wirklich eine gerade Linie wird. In kurzen Strecken täuscht das manchmal, dass man denkt, es ist gerade, ist es aber nicht. So, dann kommt von dieser Säule und hier drüben diese Säule. Und dieser Wasserstrahl hier hat auch eine Knickstelle hier drüben. Die müssten wir auch vorhalten. So, genau. Dann kommt hier drüben noch so ein Pfeilchen. Und auch hier müssen wir beachten, hier sieht man auch wieder, hier ist eine weiße Linie, die wird nachher eingeschnitten bis zu diesem Punkt. Hier drüben wird gefalzt. Dieses Teil wird also komplett nach hinten weggeklappt. Das müssen wir auch nachher beim Einschneiden hier beachten. So, und hier ganz unten auch den Säulenabschluss vor den Klebestellen müssen wir wieder falzen. So, jetzt sind wir mit der Falzvorbereitung auf diesem Blatt schon mal fertig. Und ich würde jetzt hier das einfachste Teil zuerst machen, das ist der Wasserfall. Den kann man hier ausschneiden und bei dem Teil, deswegen eignet sich das ganz gut als erstes Teil, müssen wir nicht unbedingt ganz gerade schneiden. Wir können hier ein bisschen auch was wegschneiden vom Wasserfall, den vielleicht auch ein bisschen wellig schneiden, damit es einfach ein bisschen natürlicher aussieht. Da seid ihr recht frei, den einfach ein bisschen schmaler zu schneiden. Nur oben die Klebestelle, die sollte unbedingt erhalten werden. Ich habe es hier auf beiden Seiten ein bisschen schmaler geschnitten. Dann kommt es hier oben auch noch ein bisschen schmaler schneiden, damit einfach der Wasserfall so ganz natürlich rauskommt. Und hier unten würde ich tatsächlich auch noch ein bisschen kleiner schneiden, damit es unten nicht so auf den Boden steht. So. Dann kommen wir auch schon zum Kleben vom ersten Teil hier. Dieses Falzteil sollte ich jetzt wegklappen können. Und das kommt hier oben, hier auf diese Position, sodass es hier kontrolliere ich ja auch nochmal, dass es hier unten nicht anstößt. Ich würde es jetzt hier einfach nochmal ein bisschen kleiner schneiden, damit es hier wirklich nicht so verarbeitet, dass es dann biegt und nicht passt, wenn es zugeklappt wird. So, und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Moment, wo wir etwas kleben. Hier wirklich nur etwas leicht Kleber aufkleben. Da kommt dann gerne etwas zu viel raus. Wir brauchen hier aber wirklich eigentlich immer nur ganz wenig, weil wir Druck anwenden und das dann uns überquillt. So, dann schieben wir das hier so hin, dass das uns gut passt. Drücken das nochmal gut an und können es dann hier beschweren. Ich nehme hier manchmal gerne ein Glas, weil dann sehe ich hier noch, ob alles richtig ist. So, jetzt sollten wir noch einen Moment warten, bis der Kleber getrocknet ist. Das kann bis zu 10 Minuten dauern, je nachdem, wie flüssig euer Kleber ist. So, und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Moment, wo wir etwas kleben. Dann würden wir uns als nächstes um dieses Teil kümmern. Das ist das, was die Brücke nachher bildet, hier über den Wasserfall in der mittleren Ebene. Hier würde ich zuerst mit der Bodenreihe anfangen. Das heißt, ich würde hier jedes von diesen Säulen einmal schon mal so knicken. Das sieht ja eigentlich nur vor, falls müsste das nicht sehr gut gehen. Dass das schon mal klar ist, wo das hingehen soll. Dieses Teil kommt hier unten drauf. Und ja, ich würde jetzt erst auf der Unterseite etwas Kleber verteilen. Tatsächlich auch darauf achten, dass hier vorne genug Kleber drauf ist, dass
hier in dem Bereich gezeigt. Dann die Teile auflegen. Das ist tatsächlich nicht schlimm, wenn die Pappteile hier hinten nicht ganz an den Falz ranreichen. Dann stören sie auch nicht, wenn es nachher umgeklappt wird. Könnt ihr nochmal das leicht antrocknen lassen. Das ist so ungeduldig sein wie ich, aber dann mal schauen, ob das einem vorne richtig ranzeigt. Wenn das so lange der Kleber flüssig ist, auch noch ein bisschen zurechtschieben. Hier schauen, dass das hier parallel ist und schief drauf sitzt. Da gucke ich hier mal, was hier vorne kommt. Dass hier vorne so weit dran zeigt, dass die weißen Teile bedeckt sind. So, dann könnt ihr dieses in der Position auch beschweren und trocknen. Das könnt ihr einfach machen, wenn ihr einen Papp drauf legt, Bücher drauf, dass das jetzt wirklich gut durchtrocknet. Ja, das könnt ihr jetzt am besten erstmal 10 Minuten trocknen lassen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Ich mal rund machen. Ups. Schauen, ob alles in Ordnung ist. Sieht ganz gut aus. Dass hier vorne schön drauf ist, dass es bedeckt ist. Und jetzt müssen wir als nächstes diese Teile, die rückwärtige Wand. Ich knicke das jetzt hier schon einmal richtig vor. Das noch rein muss hier oben an den Teil. Wenn es schon so hell ist. Ich knicke hier auch schon mal vor. So, es gibt hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir diese Klebeflächen hinten an die Rückwand bekommen. Wir können natürlich das Umklappen hinten ranhalten und festhalten. Das ist natürlich etwas ungenauer. Aber es gibt hier auch die Möglichkeit, dass wir das so hinlegen, wie es nachher gefaltet sein soll, wenn es geschlossen ist. Und den Deckel einfach drauflegen und beschweren. Hier würde ich aber mit den inneren beiden anfangen, weil die sind eigentlich meistens ein bisschen schwieriger. Das hier drauflegen. Kleber auftragen. Das würde ich jetzt hier kurz beschweren, aber gleich nochmal in einer Minute ungefähr nachschauen, ob es gut geklappt hat, ob irgendwas etwas verrutscht ist. Das ist bei diesen Klebeteilen, die hinten dran sind. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir gucken uns das hier mal an, wie das geworden ist. Wichtig ist hier tatsächlich zwischendrin mal kontrollieren. Solange der Kleber noch flüssig ist, hat man noch Möglichkeiten, überschüssigen Kleber nochmal abzustreichen oder so abzukriegen. Und der Kleber wird hier erst gummiartig, dann geht das ganz gut. So, dann würden wir als nächstes hier diese Seitenlaschen ankleben, auch mit dem Buchstaben markiert, wo was hin soll. Lässt sich das ganz gut einfach von der Seite andrücken. Kontrollieren. Das geht hier ein bisschen einfacher als bei den Langteilen. Viel Kleber dabei war. Vorsichtig wegstreichen.
Ich würde auch hier den Dungeon wieder zuklappen, zum Trocknen. Aufpassen, dass das alles gut liegt und wieder beschweren lassen. Jetzt würden wir hier anfangen, die vorderen Teile anzukleben. Das sind diese hier. Die sind tatsächlich am schwierigsten, wenn ich bei diesem. Jetzt mal bei der linken Seite einfach anfangen. Das ist schon mal umzuklappen, wo das hin muss. Hier nochmal die Erinnerung, der Wasserfall hier muss auch geknickt werden. Und ich würde hier auch wieder mit den Bodenplatten anfangen. Das sind jetzt die leichteste. Wir kommen hier vorne rauf. Die werden hier nicht bis ganz hinten auf den Anschlag, sondern die sind hier drauf. Und die andere Seite. Kontrollieren, wenn es hochklappt, ob hier eine weiße Linie zu sehen ist. Und schaut darauf, dass es hier parallel aussieht, zur Orientierung, dass er nicht völlig schief ist. Wenn der Kleber übersteht, könnt ihr das eigentlich ganz gut abtupfen. Das könnt ihr jetzt erstmal noch mal kurz trocknen lassen. Kannst du gerne noch mal beschweren. Bevor ihr zum nächsten Schritt weitergeht, das seht ihr dann kommen wir jetzt hier zu einem spannenden Teil, nämlich diese Teile hier oben ankleben. Es funktioniert hier nicht so gut, das einfach nur zusammenzuklappen und zuzuschlagen, weil die jedoch sehr schnell verrutschen. Die sind einfach ein bisschen klein, ein bisschen schmal. Ich würde sie tatsächlich einzeln ankleben und hier mit den untersten Teilen zuerst anfangen. Das heißt, hier dieser kleine Wasserstrahl, der hier oben aus dem Rohr kommen soll, würde ich hier zuerst andrücken. Das tatsächlich festhalten, weil das einfach zu leicht verrutscht. Einfach ein bisschen zu lang. Andrücken, dann hält es eigentlich ganz gut. Man kann versuchen, ja auch mit einer Wäscheklammer von der Seite zu arbeiten, aber es wird jetzt auch nicht leichter, wenn wir noch mehr Teile ankriegen.
Seite hier gut andrucken. Eigentlich genauso wie die Buchstaben sind, was ja auf Logisch reinpasst. So, auch das können wir jetzt wieder vorsichtig das auch ein bisschen zusammenschieben. Hinlegen, wieder pressen, damit das gut antrocknen kann. So, dann gucken wir wieder, ob das geklappt hat. Legen das vorsichtig auf. Schauen wir nochmal, ob hier irgendwo was hängt. Das ist aber jetzt gut. Dass ich nicht so, man das Gefühl hat, es kann nicht so ganz aufklappen. Kann ich durchaus noch mal ein bisschen gegenfalten, dass das besser aufstehen kann. Aufsteht. So, dann kommen ja die Laschen auf der Seite. So, hier wieder gut andrücken. Bisschen viel Kleber. Und auch hier können wir das auf der Seite andrücken. So, jetzt können wir das trocknen lassen und widmen uns dem nächsten Teil. Kommen wir jetzt zum letzten Schritt. Wir müssen jetzt nur noch die Bodenklappen aufkleben. Hier eine für die mittlere, dann für links und für rechts, nicht verwechseln. Das Krokodil kommt hier drüben hin und die Buchse hier drüben. Und ja, wir müssen hier eigentlich nur beim Kleben aufpassen, dass es einen schönen Abschluss gibt mit den Fußarmen. So, das heißt, wir versuchen das hier so hinzuschieben, dass das einen schönen Abschluss gibt, was nicht ganz so leicht ist. Aber es sollte gut sein. So, gut angedruckt. Seite. Vielleicht nicht ganz symmetrisch hinbekommen, hier sind die Abschlüsse ein bisschen unterschiedlich. Hier können wir das wieder beschweren, damit es gut antrocknen kann und wir das nachher hier schön an dieser Stelle aufklappen können, um die Geheimnisse darunter zu sehen. So. Das lassen wir jetzt noch gut trocknen. Hier ist uns noch ein letzter Tipp für das Dungeon-Abenteuer. Diese Stelle wird hier noch ein bisschen besser rankommen, wenn das ein bisschen gepresst wird. Das ist eine ganz gute Form. Ja, wenn ihr nachher den Wasserfall lüften wollt, um das Geheimnis zu zeigen, kann man das Bild ein bisschen hochziehen, um die Blume hinterm Wasserfall zu zeigen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und beim Spielen. Bis zum nächsten Mal.